Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf weplayhandball.de. Heute mit einem Überblick über die Erima Handbälle für die Saison 1920. Grundsätzlich für euren Überblick, es teilt sich auf. Rechts von euch die Future Grip Reihe, links von euch die Pure Grip Reihe. Beide haben unterschiedliche Eigenschaften, das erkläre ich euch jetzt. Bei den Future Grips steigen wir ein mit 20 € in eine Kids-Variante. Leicht geriffelte Oberfläche, vom Grip her ganz gut, relativ leicht, also am unteren Ende der Range gebaut. Für 20 € auf jeden Fall ein guter Handball für den Einstieg. Dann haben wir etwas, was viele andere Marken auch schon haben, was Erima auch schon im Sortiment hatte, ein selbstklebender Ball. Das ist hier der Future Grip Pro für 40 €. Haben sie was besser gemacht als andere Marken? Nein. Haben sie was schlechter gemacht? Auch nicht. Es bleibt dabei, diese selbstklebende Variante hat einen großen Nachteil, nämlich Schweiß und Flüssigkeit auf den Händen. Aber gerade fürs Techniktraining, Fangschulung, Wurfschulung, wenn man damit keinen Spielbetrieb machen muss, ein hervorragender Ball, allerdings eher ein Spezialball als ein Matchball. Dann haben wir hier den Future Grip Match. Das ist die 70 € Variante, also in der Reihe hier mit so einer ganz leicht selbstklebenden Oberfläche. Das kann man nicht vergleichen mit dem Pro. Wird auf jeden Fall nochmal notwendig sein, da Harz drauf zu machen, aber von der Haptik her ein Top-Wettspielball, gute Schaumunterklebung, nicht ganz so stark wie das Topmodell auf der anderen Seite, aber dazu jetzt mehr. Kommen wir hier zur zweiten Reihe, das ist die Pure Grip Reihe von Erima. Auch hier starten wir mit einem Kinderhandball, einem Softball für 15 €. Ich finde 15 € ehrlich gesagt ganz schön viel für so einen Schaumstoffball, aber zum Kinderhandballtraining weich, tut nicht weh, prellt trotzdem, das heißt man kann schon handballähnliche Spiele damit machen, auch zum Torwarttraining bestens geeignet. Dann kommen wir hier zum Einser. Wir hatten ihn auch schon bei unseren Trainingsbällen als den Top-Trainingsball für die Saison 1920 euch angepriesen und das ist ja nach wie vor natürlich auch in dieser Range hier. Es gibt für 20 € wahnsinnig viel Ball. Hier diese Panel-Verbindungen, also diese großen Panels machen die Formstabilität auf jeden Fall nochmal herausragend. Der Grip ist gut, den gibt es von 0 bis Größe 3, das heißt für alle Altersklassen geeignet, für 20 € ein Top-Trainingsball. Das gleiche gilt in etwas abgeschwächter Form für den Zweier, für 30 €, 10 € mehr rechtfertigen das schon ein bisschen, weil hier eine etwas dickere Schaumstoffunterklebung drin ist, das heißt die Haptik ist ein bisschen angenehmer, ansonsten unterscheidet er sich von Grip, Sprungverhalten und auch von der Größenauswahl nicht vom Einser. Sind wir hier beim Dreier für 40 €. Da bin ich ehrlich gesagt ganz schön enttäuscht. Ich muss sagen, da hätte ich mir für 40 € einen besseren Handball erwartet. Vom Zweier und vom Einer bin ich sehr überzeugt, gerade als Trainingsball. 40 € rechtfertigen das hier nicht unbedingt. Da würde ich eher zum Einser und Zweier raten, wenn ihr einen guten Trainingsball braucht. Was allerdings dann wieder herausragend ist, ist hier der Vierer, der Pure Grip 4. Das ist unter anderem der Wettspielball, mit dem auch Flensburg-Handewitt gerade in der abgelaufenen Saison Deutscher Meister geworden ist. Top-Schaumstoffunterklebung, Grip hervorragend. Hat ein sehr angenehme Haptik, gutes Sprungverhalten und vor allen Dingen mit einer Latexummantelung der Blase hat er auch eine sehr hohe Formstabilität. Wenn ihr Fragen habt zu den Erima Handbällen, meldet euch auf weplayhandball.de, hier auf Instagram TV und natürlich bei uns im YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.